Coco ist auf dem Weg der Besserung. Nach 2 OPs an der Kniescheibe. Die erste OP in einer großen Tierklinik lief nicht reibungslos. Es gab Komplikationen. Ein Nagel, der die Kniescheibe halten sollte, stand ab. Der Beginn eines Ärztemarathons und es passierte nicht viel, außer immer wieder Röntgen, Röntgen und wieder Röntgen, ohne Besserung. Es war Stress. Die ganze Zeit war Stress. Und die Angst um ihre Gesundheit. Und es gab wirklich ab und zu mal Zeiten, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es reicht. Für Coco hatte Elisabeth Thal neben viel Geld auch viel Hoffnung in die Klinik gesteckt. Eine moderne Klinik, gut ausgestattet, dank viel Kapital von einem Finanzinvestor im Hintergrund. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man sich um uns bemüht hätte. Das war es nicht. Ich denke, das Geld. Würden Sie nochmal zu dieser Klinik gehen? Nein. Nein. Niemals. Niemals. Elisabeth Thal glaubt, Cocos Behandlung, die über 2000 € kostete, war nutzlos. Große Konzerne haben in den letzten Jahren den Tiermedizinmarkt für sich entdeckt. Konzerne, die man aus anderen Branchen kennt und die bereits den Markt mit Tiernahrung beherrschen. Einer davon Mars. Der ist sogar der führende Tierfutterhersteller mit Marken wie Frohlich, Pedigree, Sheba und anderen. Zu Nestlé, dem zweitgrößten Player in der Branche, gehören unter anderem Felix, Friskies und Purina. Im Futterbereich führt an beiden Konzernen kaum ein Weg vorbei. Steht das jetzt auch in der Tiermedizin an? Unter dem Namen Anicura führt Mars Petcare nach eigenen Angaben 66 Tierkliniken und Praxen. Nestlé gehören unter dem Namen Evidensia inzwischen 59 Kliniken und Praxen. Noch liegt deren Zahl in Deutschland im einstelligen Prozentbereich. Dennoch bereitet Tierarzt Klaus Sommer die Übernahmen der Konzerne in die Tiermedizin Sorge. Er befürchtet ähnliche Entwicklungen, wie sie bereits in der Humanmedizin zu sehen sind. Gerade in Augen- und Zahnkliniken seien verstärkt Investoren unterwegs. Renditeorientiert, erfahren wir. Wir sehen da auch, dass in den investorengeführten Zentren einfach deutlich höher abgerechnet wird und auch mehr abgerechnet wird, als das in den sonstigen Zahnarztpraxen dann der Fall war. Und ich meine, das ist was, wenn Gesundheit zum Wirtschaftsgut wird, dann sehe ich das problematisch. Also Gesundheit kontra Gewinn? Diese Sorge stützt im Humanbereich eine aktuelle Untersuchung im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Danach verlangen Arztpraxen, die von Investoren geführt werden, tatsächlich bis zu 10% höhere Honorare als freie Praxen. Diese höheren Honorare seien allein auf das Merkmal der Eigentümerschaft zurückzuführen. In der Tiermedizin sind Investoren noch nicht so weit verbreitet. Doch inzwischen wird Margret Pfeffer wie viele selbstständige Tierärzte wiederholt angerufen und umworben. Geld verdienen mit kranken Tieren ist das eine, aber für Investoren zu arbeiten kommt für sie nicht in Frage. Und ich möchte eigentlich nicht, dass ich einen Knopf im Ohr habe mit irgendeinem Investor drin, der mir sagt, 5% für mich. Das käme mir komisch vor. Und es wäre so einfach, einem Tierbesitzer was anzuschwatzen. Dass Investoren gerade so leicht einsteigen können, liege daran, dass sich die Branche wandelt, sagt Klaus Sommer. Man beobachte unter anderem einen Trend zur Festanstellung. Parallel dazu kommt, dass viele junge Tierärzte und Tierärztinnen einfach dieses Risiko scheuen, diese Kredite aufzunehmen, da einzusteigen. Am Ende lief es für Coco gut. Elisabeth Thal holte eine zweite Meinung ein von einer unabhängigen Tierklinik. Die korrigierte Cocos bisherige Behandlung. Erfolgreich.